Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Trek Online. Wir machen heute wieder mit dem ikonianischen Kampf. Da rufen wir mal ganz kurz. Wo geht's denn weiter? Noch einmal spielen. Delta Staffel, die Delta Staffel. Hier, Captain Captain Carteran. Tom Paris has requested your ship for a joint mission with his task force. I won't lie to you. We're not making much headway against the Iconians so far. You and your crew have proven to be capable of fighting them. Delta Flight is one of the only other teams to do so. Together, perhaps you can start to turn the tide. Report to the Cal Bryden system. Captain Paris and his team are waiting for you there. Ja, Admiral Captain Tom Paris hat Sie gebeten, gemeinsam mit seiner Einsatzgruppe eine Mission zu absolvieren. Ich werde nicht lügen. Wir erzielen bisher nicht allzu große Fortschritte gegen die Ikonianer. Sie und Ihre Crew haben jedoch bewiesen, dass sie gegen eine bestehen können. Die Delta-Staffel ist die einzige andere Gruppe, die das genauso bewerkstelligt. Zusammen können sie vielleicht das Blatt wenden. Begeben Sie sich ins Kalbridan-System. Captain Perez' Team werden dort auf Sie warten. Das ist im Beta-Quadranten und wir bekommen dafür das Gedöns hier. Was ist denn das hier? Spezialisierungsqualifizierung Pilot. Ermöglicht Ihnen einen Brückenoffizier in der Anwendung einer neuen Spezialisierung ausbilden. Die Dinger kann ich selber herstellen. Habe ich auch schon gemacht. Aber gut, kriege ich sowieso, also als Bonus. Und dann kann ich mich entscheiden zwischen Polarik Modulator. Was ist das? Plus 20, plus 12 Fluggeschwindigkeit. Wendegeschwindigkeit im Slipstream. Das klingt ganz vernünftig. Und was ist das? Das kann ich selber bauen. Da werde ich wahrscheinlich das dahernehmen, weil sowas kann ich selber bauen. Weil, wenn ich euch, ich glaube, die habe ich sogar schon mehrfach gebaut. Neutronium-Legierung, genau. Wir akzeptieren das. Dann werde ich wohl das andere Ding äh, wählen, wenn es soweit kommt. Weil hier, das müsste eine Neutronium-Legierung sein. Mittlerweile habe ich sogar 2 Stück auf dunkel-lila oder also auf jeden Fall weiter verbessert. Ja? Und ich habe hier auch was Neues, und zwar hier. Das ist von der Flotte, ist das eine Flottenkonsole, die im Grunde so dasselbe macht wie die selbstgebauten hier. Sie erhöhen Antiprotonenschaden, aber zusätzlich erhöhen sie noch den kritischen Trefferschaden. Und da mache ich jetzt so nach und nach die taktischen Konsolen hier voll, werte die auf MK14 auf und ja, dann müsste ich deutlich mehr Schaden machen, vor allem wegen der höheren kritischen Schadensrate. Gut, so viel dazu. Dann gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich euch noch zeigen wollte. Ich habe in der letzten Zeit doch das Winterspiel gemacht und auf einen Breen Kreuzer hingearbeitet. Das ist mittlerweile geschafft. Da Novo Forensis habe ich ihn genannt. Könnt ihr mal googeln, was das heißt. Das sind lateinische Städtenamen. Ich gebe euch einen Tipp. Und so schaut er aus. Bisher ist hier noch nicht viel drin. Da ist Serana weiter. Die hat denselben und hat auch schon mehr Sachen drin. Ganz einfach aus dem Grunde, Amakuni hat ja schon genügend gute Raumschiffe. Da konzentriere ich mich erstmal auf Seranas Teil. Was hier allerdings schon drin ist, ist das Green Set, das vollständige. Daran muss Serana noch arbeiten. Ansonsten ist das auch schon mal erledigt. Und abgeschlossen. Gut. Ganz kurz einen neuen Auftrag geben. Mit den übrigen Teilen. Ich mache also immer noch dieses Rennspiel bei Q. Mit den übrigen mit den Fotos oder was das sind, kann ich hier diesen Ereignisruf, jetzt kann ich euch den nicht zeigen, weil ich den heute schon gemacht habe und keine mehr habe, kann ich hier die Teile da einsetzen und dann für die Dinger für 40 Fotos, 40 beliebige Marken aus irgendeinem anderen Rang halten. Also man kann das ruhig weitermachen. Und irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Ja, egal. So als mal einfällt, erwähne ich's, und wenn es in der nächsten Aufnahme dann ist. Ja, gehen wir erstmal weg hier. Okay.
Novo Sorensis ist eine Stadt in Bayern. So viel Tipp kann ich euch schon mal geben. Ansonsten lasse ich euch mal suchen. Achso, ich muss erstmal. Ich bin ein bisschen kaputt noch heute. Hab ein bisschen Kopfschmerzen hinter mir und ja, es geht's gerade so wieder und ich wollte heute unbedingt noch was aufnehmen. Ich habe noch ein Video, habe ich in Vorrat, aber in den letzten Tagen habe ich mit Star Trek Online Probleme gehabt, weil ich bin auf Windows 10 umgestiegen, wegen DirectX 12 und sonst wegen gar nichts und sonst wäre mein Windows 7 lieber gewesen. Never change a running system heißt es auch immer. Und ja, irgendwie hat sich das wohl auch auf die Installation von Star Trek Online ausgewirkt. Auf jeden Fall konnte ich kaum noch ins Spiel rein. Ich habe x-tausend Versuche gebraucht, um mich einzuloggen. Vielleicht 30 Mal einloggen, dann kam ich mal rein und dann beim nächsten Zonenwechsel bin ich wieder vom Server geflogen. Support angeschrieben und ich bekam eine hilfreiche Antwort. Hat mich überrascht. Ich bin bei allen Spielen beim Support immer ein bisschen misstrauisch. Also das ist jetzt kein spezielles Misstrauisch gegenüber STO, sondern Support und MMO-Spiele ist immer so eine Sache. Aber ich bekam eine hilfreiche Antwort. Falls ihr das Problem auch mal haben solltet, dann wechselt mal den Proxy-Server. Das geht im Klienten unter Optionen und dann könnt ihr bei dem Proxy-Server entweder keine oder den nordamerikanischen oder den EU-Server und noch, ich glaube es gibt noch einen dritten oder so. Dann schön wechselt den einfach mal. Bei mir hat das geholfen. Bei mir waren nämlich seltsamerweise keine drin gestanden. Obwohl ich sicher war, dass ich irgendwann mal EU-Server festgelegt habe. Und dann habe ich von keine auf EU-Server gewechselt. An 2 Stellen kann man das machen. Und seitdem läuft es wie geschmiert. Ich habe sogar das komplette Spiel neu installiert. Naja, das war wahrscheinlich sowieso mal nötig. Ihr habt ja gesehen, da links, da waren immer kaputte Gesichter an den Rändern. Das war wahrscheinlich eh mal nötig, dass ich das mal neu installiere. Ja, eigentlich könnte ich euch die restliche Reise ersparen, das wollte ich euch erklären. Jo, Pause-Taste. So, fast geschafft. Pause-Taste hat sich durchaus orientiert. Da habe ich jetzt vorhin Novo Ferensis oder Novo Serensis für euch gesagt. Novo Ferensis müsste es heißen. Okay. Jetzt habe ich extra einen intelligenten Namen gewählt, damit ich auch was dabei lerne. Darum geht es nämlich, weil ich mir nämlich diese lateinischen Städtenamen merken wollte. Warte mal, das haben wir gleich. Novo Ferensis, jawohl, stimmt schon. Novo Ferensis muss es heißen. Weil darum wähle ich ja solche Namen, ich will auch was dabei lernen und es hat sich eigentlich ganz gut gehört. Ich habe jetzt zum Beispiel das japanische Wort Kenkyusha verinnerlicht, das heißt Forscher. Das ist eine ganz prima Sache. Auf die Weise kann man auch Wörter und Vokabeln lernen. So, Delta-Staffel. Jo, vor ein paar Tagen wäre ich bei der Gelegenheit schon wieder aus dem Spiel geflogen. Es war also unter den Umständen, die ich euch erklärt habe, unmögliche Videoaufnahme zu Ende zu bringen. So, Sie können nach Belieben beamen. Sehr schön. Was hat er denn da für ein Schiff? Das ist Tom Paris. So, wir werden das System im Auge behalten, werden Sie beim Briefing sind. Der Transporterraum wird in Bereitschaft bleiben und Sie sofort zum Schiff zurückführen, wenn die Herolds ins Sensorreichweite kommen. Verstanden. So, wen haben wir denn hier alles? Da bin ich ja jetzt mal echt neugierig. Wir haben ja Klingonen. Was ist was? Du bist... Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Rasse heißen. Ich kriege die oft genug als Offizier. Vielleicht habe ich sogar gerade einen da. Stationen anzeigen. Menschlich, taktisch, Alien, Saurianisch. Saurianer sind es nicht, Alien auch nicht.
Telleriten an. Nee, habe ich jetzt gerade keinen da. Ich hab's aber schon öfters gesehen. Das ist Tom Paris, oder? Oh. Sieht seinem Vater immer ähnlicher, würde ich sagen. Und wen haben wir denn hier noch? Ein Orioner. Talaxianer. Da ist das ganze Universum versammelt. Ja, alles, was irgendwie mal Kontakt mit der Voyager hatte. Nur Orioner waren da eigentlich nicht dabei. Gut. Föderationsgedings. Wen haben wir da noch? Hallo, halt doch mal still. Andorianer. Kaitianer, da muss ich immer an die Khajiit von Elder Scrolls Online denken. Irgendwer hat da bei wem geklaut. Das ist doch Bellana Torres, oder? Oder ihre Tochter. Mirel Paris ist es. Mit der hatten wir ja auch schon zu tun in einer ganz, ganz frühen Folge. Die haben wir ja schon mal retten müssen. Welcome to the USS Byrne. Normally I'm the security chief and second officer on the USS Kirk, but she took heavy damage during the battle in the Lena system. Until she gets out of dry dock, I and many of the crew accepted temporary postings to other ships. I wasn't expecting to get a request to join my father's task force, but Delta Flight is doing some good. I want to help. Willkommen auf der USS Bern, Admiral. Schön, dass mein Schiff auch nach einer Schweizer Stadt benannt ist. Ist ja nicht alltäglich. Normalerweise bin ich Sicherheitschef und zweiter Offizier der USS Kirk. Doch sie wurde in der Schlacht im Lena-System schwer beschädigt. Ich und viele andere Besatzungsmitglieder haben sich bereit erklärt, vorübergehend auf anderen Schiffen Dienst zu tun, bis unser Schiff das Trockenraum wieder verlässt. Ich hätte nicht erwartet, eine Anfrage vom Einsatzkommando meines Vaters zu erhalten, aber die Delta-Staffel tut Gutes und ich will helfen. Na, ob das gut, wenn die Tochter am Schiff des Vaters arbeitet, das bedeutet doch immer, ja, ständig am Rande einer Krise zu arbeiten, oder? We've both come a long way since the regular system, haven't we? I wasn't sure if I was getting out of that business with Bavat in one piece, but I'm sorry I haven't gotten the chance to thank you for your help until now. Thank you. Now back to the war. Ich hoffe, dass das aufgepoppte Fenster gerade nicht zu sehen war. Das hasse ich. Mitten in der Aufnahme so aufgepoppte Fenster, die wirklich Zeit haben, die nicht jetzt da aufpoppen müssen. Ich hoffe, es ist nicht in der Aufnahme drin. Wir haben beide einen langen Weg hinter uns seit dem Regulus-System, nicht wahr, Admiral? Ich war nicht sicher, ob ich mit Beaver dieses Schlamassel überleben würde, aber es tut mir leid, ich bin noch nicht dass ich noch nicht die Gelegenheit hatte, Ihnen für Ihre Hilfe zu danken. Vielen Dank, nun zurück zum Krieg. Es ist an der Zeit, die Ikonianer aufrechtzuerhalten. Schön, wieder mit Ihnen zu sprechen, zu arbeiten. I'm looking forward to it too. I don't know what crazy scheme my father's cooked up this time, but the more off the wall his ideas are, the more they seem to work. With you on the team, I'm sure we'll complete this mission. But let me know if you need me to translate. Dad has this habit of talking in phrases that went out of style 400 years ago. Ich freue mich ebenfalls darauf. Ich weiß nicht, was für einen verrückten Plan mein Vater sich diesmal ausgedacht hat. Doch seine Ideen scheinen umso erfolgreicher zu sehen. Ich bin sicher, dass wir diese Mission zu Ende bringen können. Aber lassen Sie mich wissen, wenn ich etwas übersetzen soll. Mein Vater verwendet oft diese Floskeln, die schon vor 400 Jahren außer Mode waren. Ich werde es mir merken. Ich wollte dich doch noch fragen, ob es schwierig ist. An Bord, ich dachte, das kann ich noch fragen. Ja, das ist blöd, das hätte mich schon interessiert. So. Ich soll mit den Mitgliedern der Delta-Staffel sprechen. Fangen wir mal mit Demora an, weil er gerade so Jolan True. Ah, do you Romulaner. understand ancient Earth humor? Paris, the older one, keeps asking me if I am 2 weeks from retirement. Is that supposed to be humorous? Ich habe zuerst für Orioner gehalten, nicht genauer hingeschaut. Die Hautfarbe lässt es eigentlich auch durchaus vermuten, aber er ist Romulaner. Jolan True, Admiral, verstehen Sie uralten Erdenhumor? Paris ist der ältere von beiden, fragt mich ständig, ob ich 2 Wochen von meiner Rente entfernt bin. Ist das humorvoll? Soweit ich weiß, nein. I thought so. Look, when things get messy out there, and they will, stick with the team and keep your head down. If we work together, we might just get out of this in one piece. Most of us, anyway.
Ja, das habe ich mir gedacht. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie bei der Gruppe bleiben, wenn es drunter drüber geht. Und halten Sie sich in Deckung, dann werden wir es alle Leben zurückschaffen. Höchstwahrscheinlich. Wenigstens die meisten von uns. Ja gut, das war jetzt Romulaner-Humor, oder? Schön, er vertraut mir mehr als Paris. Mit Ferrix sprechen. Hello there. I'm Ferrix, and I'm a... Well, I don't have a specialization like most of the others. But Captain Paris calls me the cook. I don't know why. I can burn water. But it seems to amuse him for some reason. I'm a trader and blockade runner. Any place where there's conflict, there's usually a few good deals to be made. I wasn't too sure about leaving the Delta Quadrant, knowing the territory is a good part of staying alive, you know. But Tom convinced me. And except for all the heralds trying to kill us, it's not too bad so far. Ich muss mal kurz husten, Pause-Taste. Jo, den hätte ich nicht mehr lang unterdrücken können. Hallo, ich bin Ferrix. Nun, ich habe keine Spezialisierung wie die meisten anderen. Captain Paris nennt mich Koch. Ich weiß nicht warum, ich könnte nämlich Wasser verbrennen. Es scheint ihm aber aus irgendeinem Grund Freude zu bereiten. Ja, jeder, der diese Voyager, Star Trek Voyager gesehen hat, der weiß, warum er ihn Koch nennt. Und mit Neelix hatten wir ja auch schon zu tun. Der ist euch ja auch nicht unbekannt, wenn ihr das Let's Play gesehen habt und Voyager nicht gesehen habt. Ich bin ein Händler und Blockadenstürmer. Überall, wo es Konflikte gibt, gibt es auch die Gelegenheit für lukrative Geschäfte. Ich war nicht so sicher, ob ich wirklich den Delta-Quadranten verlassen sollte. Denn wissenschaftliche regionale Kenntnisse helfen, wenn rechtlich beim Überleben. Tom hat mich aber überzeugt und abgesehen davon, dass die Herolde uns töten wollen, lief es bisher gar nicht so schlecht. Es ist gut, sie im Team zu halten. You know, one of the things I've enjoyed the most about coming here is the opportunity to get to know people from other cultures. Klingons, Romulans, humans, Andorians, Betazoids. So many different and intriguing species. Say, after this mission, how about we grab a drink? And I can tell you about the third time I left Benth in custody and then broke through a Voth defense line to recover the lost chalice of Zilma. Ja, weil es da gerade steht, Bentana, das da hinten ist, ne? Hier, wo ich gesagt habe, ich weiß gerade nicht, was das für eine ist. Eine Bentanarin ist es, glaube ich. Mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor. Wissen Sie etwas, was ich am meisten an dieser Reise hierhin mag? Ist die Gelegenheit, Leute unter anderer Kulturen kennenzulernen. Klingonen, Romulaner, Menschen, Andorianer, Betazoiden. So viele unterschiedliche und spannende Spezies. Was halten Sie von einem Drink, wenn diese Mission vorüber ist? Dann kann ich Ihnen alles über das dritte Mal, als ich der bentanischen Gastfreundschaft entkam und dann von dem verlorenen Kelch von Zilma erzählen. Ja, die Geschichte würde ich tatsächlich gerne hören, das klingt lustig. Wir wollen erstmal sehen, wie die Mission läuft, bevor wir weitere Pläne schmieden. Ja, ich schätze, es wird bei der Einleitung bleiben. Kapla! Warrior, join with us and stab at the heart of the Iconians. We will either be victorious, or we race towards Sto-vo-kor. Today is a good day. Krieger, begleiten Sie uns, um gemeinsam den Ikonianern ins Herz zu stechen. Wir werden entweder siegreich sein, oder wir reisen nach Sto-vo-kor. Heute ist ein guter Tag. Kapla. Ja, Serana hat mir von Sto-vo-kor I am the erzählt. team's weapons expert. Most weapons on ships are too puny. I make them strong. Have you ever wondered what would happen if you loaded 5 quantum torpedoes into one casing? You have to reinforce the tubes, but the result is most satisfying. Ich bin der Waffenexperte des Teams. Die meisten Schiffswaffen sind so bescheiden. Ich mache sie stärker. Haben Sie sich je gewundert, was passieren würde, wenn Sie 5 Quantentorpedos in eine Röhre packen? Zwar müssen Sie die Röhren verstärken, aber das Resultat ist höchst zufriedenstellend. Sicher, ich werde es mir überlegen. Ja, die britische Marine hat tatsächlich sowas schon mal gemacht und 2 Kugeln in eine Kanone reingesteckt, mit Erfolg sogar. Ja,
Aber ob das ratsam ist, ob das ein bisschen leichtsinnig war, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass sie es in diesem einen Fall mit Erfolg gemacht haben. Na gut, lassen wir das. Das war noch in der Zeit der Segelschiffe und ja. Mit Andrew Wheaton sprechen. Andrew Weston, all-around genius. Don't let the lack of pips on my collar fool you. I'm just as good as anyone from Starfleet. Better even, because I don't let the rules get in my way. Oh, I spent some time at the Academy, but I left when I realized Starfleet wasn't for me. Morale stayed. Always wondered if things would have been different for us if she'd had the courage to walk away when I did. Nein, nicht so einer, der gefährdet doch die ganze Mission von den Typen, oder? Andrew Weston, Universalgenie. Lassen Sie sich nicht vom Fehlen von Rangabzeichen beirren. Ich bin so gut wie jeder andere in der Sternenflotte. Sogar besser, weil ich nicht zulasse, dass mir hier Lügen in die Quere kommen. Ja, Herzchen, sowas wie dich brauche ich. Wie ein drittes Nasenloch. Ich habe einige Zeit an der Akademie verbracht, jedoch verließ ich sie, als ich erkannte, dass die Sternenflotte nichts für mich ist. Mirel ist geblieben. Ich habe mich immer gefragt, ob die Dinge zwischen uns und anders gelaufen werden, wenn sie den Mut gehabt hätte, zur gleichen Zeit wie ich von Sophie. Es scheint, als ob Mirel ihren eigenen Weg geht. Disziplin und Fremdgabe ist für einige von uns wichtig. Ihre Dienstakte erwähnt, dass sie die Akademie verlassen wollen. Ja, es scheint, als ob Mirel ihre eigenen Wege geht. Morale and I had a good thing for a while, but I don't know if it would have worked. If you think her dad's trouble, you should meet her mother. That is a scary, scary woman. Anyway, my main focus is computers, specifically encryption algorithms. I've been studying the Iconian tech, and I think I've made some inroads into the fractals they're using for... You know what? The details don't matter. When it comes to taking out Iconian security protocols, I'm the man for the job. Mirel und ich hatten es eine Weile lang gut zusammen, aber ich weiß nicht, ob es geklappt hätte. Wenn sie denken, dass ihr Vater ein Problem ist, dann sollten sie ihre Mutter treffen. Eine wahrlich beängstigende Frau, ja, er spricht von Belana Torres. Wie auch immer, ich kümmere mich hauptsächlich um Computer, genauer um Verschlüsselungsalgorithmen. Ich habe ikonianische Technologie untersucht und einige Fraktale geknackt, die sie verwenden, Ach, wissen Sie was? Die Einzelheiten erspare ich Ihnen. Danke. Wenn es darum geht, ikonianische Sicherheitsprotokolle auszuschalten, bin ich Ihr Mann. Fokussieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Puh, Gott sei Dank muss ich nicht die ganze Zeit mit dem quatschen. Mir ist die Hintergrundmusik ein bisschen zu laut. Ich mache ein bisschen leiser. Wenn ihr sie lieber lauter habt, könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Dann mache ich es euch zuliebe wieder lauter. Na? 15, 14, 16. Komm, ich weiß, dass 15 geht. Ich weiß es. Daneben 16, komm, 1 hin und weg. Ist das jetzt ein Unterschied? Ja, lassen wir es mal so. Ich kann es später nochmal verstellen. Also ein richtiges Herzchen, der Typ, der wird uns auch in Schwierigkeiten bringen, das habe ich im Gefühl. Mit Kana Ginny sprechen. I'm Kana Ginnis, the team scout. No one's better than I am at finding trouble, and believe me, I've found plenty. I borrowed my first shuttle off a landing pad when I was 10. I didn't think I'd ever have a chance to join Starfleet, but luckily, people like Captain Paris can see the person behind the incident reports. Now I have a chance to make a difference. Ich bin Kana Ginnis, der Speer des Teams. Ich bin die Beste, wenn es darum geht, Probleme zu finden. Und glauben Sie mir, ich habe viele davon gefunden. Ich habe meine erste Shuttle von einer Landeplattform geliehen, als ich 10 war. Ich hätte nicht gedacht, dass ich je eine Chance bekomme, der Sternenflotte beizusehen. Glücklicherweise gibt es jedoch Leute, welche Paris hier über die Dienstakte hinwegsehen können. Nun habe ich eine Gelegenheit, einen Unterschied zu machen. Ja, Captain Paris wäre der Letzte, der mit Finger auf anderen Leuten zeigen sollte. Der hat genügend Faxen in seinem Leben hinter sich. Schön, Sie kennenzulernen, Fan. It's good to get a chance to know everyone on the team before the action starts. It's bad enough fighting the Heralds. We don't need any interpersonal conflicts muddying the waters.
You can count on me, sir. And I know I can count on you. Es ist gut, die Chance zu erhalten, jedes Team kennenzulernen, bevor alles losgeht. Es ist schwer genug, die Herolde zu bekämpfen. Wir brauchen nicht noch zusätzliche persönliche Konflikte, die das Wasser trüben. Sie können auf mich zählen, Sir, und ich kann auf Sie zählen. Ah ja, in der Tat. Ja. Schön, eine große Familie. Thanks for coming. Nice to see you again, especially after what happened at New Romulus and Lanus. As you well know, the war is not going too well. Delta Flight is one of the ways we're trying to change that. We're a cross-faction team picked for our abilities, not our politics. Now the Alliance needs us to handle an important mission. I hate putting your crew at risk too, but we're gonna need you on this one. Danke, dass Sie gekommen sind, Admiral. Es ist schön, Sie wiederzusehen, insbesondere nach dem, was auf Neue Romulus und Laenas passiert ist. Wie Sie sicher wissen, läuft der Krieg nicht allzu gut. Mit der Delta-Staffel wollen wir das ändern. Wir sind eine Gruppe, die aus verschiedenen Gruppierungen zusammengestellt ist, ausgewählt für unsere Fähigkeiten und nicht unsere politische Einstellung. Das klingt eigentlich vernünftig. Nun will die Allianz, dass wir uns um eine wichtige Mission kümmern. Ich hasse es, Ihre Crew ebenfalls in Gefahr zu bringen, aber bei dieser Mission werden wir Ihre Hilfe benötigen. Was benötigen Sie? Oh, not much. We're just gonna slip into a heavily guarded system that the Iconians already control, avoid detection and probable destruction, steal a Solanae device that could give them a beachhead in our dimension, and escape with our lives. Sound like fun? Oh, es gibt nicht viel zu tun. Wir müssen uns nur in ein stark patrouilliertes System schleichen, weder entdeckt noch vernichtet werden, ein Solanae-Gerät beschaffen, das ihnen einen Brückenkopf in unsere Dimension geben könnte und dann nur noch lebendig davonkommen. Klingt nach Spaß, oder? Bin bereit, wenn Sie es sind, Captain. Und Videosequenz, So this used to be Calbriden 3. Intelligence believes that the Iconians destroyed the planet to gather materials for a subspace disruption device. We think they intend to use this device to open a door for their Solanae forces to enter our space. A whole new fleet for the Iconians? We can't let that happen. Exactly. But the planetary debris has created an asteroid field, and the mineral content of those asteroids will shield us from the Iconian sensor arrays. I've plotted a course for us, but we'll still need to watch for the Herald patrols. The station with the device is in the center of the debris. Weston will override their computers while we run interference. Once the station's shields are down, we'll eliminate it and the device with extreme prejudice. Is that another reference from that ancient program about impossible missions you like to watch? Something like that. The Alliance doesn't have a fleet to send against this station. We're it. If we can't do it, no one can. So, no pressure. I hope you're all ready to do the best flying you've ever done, because that's what we're gonna need to complete this mission. Let's head 'em up and move 'em out. Dismissed. Ich wette, das hat er genossen. Wir können sie zurück an Bord der Shuttle-Läufer beamen. Sobald sie bereit sind, beamen sie mich direkt auf der Brücke. Jo, ich nehme an, Spionage, Escort-Schiff fehlt euch noch in eurer Flotte, oder? War ich natürlich auch nicht faul. Seit der letzten Aufnahme habe ich ein bisschen Aufrüstung betrieben bei allen meinen Schiffen, auch bei Serana. Und ja, so geht's halt dahin, ne? Ich könnte viel mehr Dilithium vertragen, aber geht weiter. Ich bin still. The rubble in our way used to be the planet known as Calbriden 3. Uninhabited, luckily. But they had high amounts of topoline, uridium, and boronite. When the boronite and uridium are combined and exposed to an electrical charge, they create spatially inverted tetrions. Lots of spatially inverted tetrions. That's why the Heralds are here, to create a pocket of our space where the Solanae can survive. From there, they'll expand, and what's good for the Solanae is fairly terrible for us. Die Trümmer entlang unseres Wegs waren einst als Planet Calbriden 3 bekannt. Unbewohnt, zum Glück jedoch reich an Topalin, Iridium und Boronit.
werden Boronit und Rudium kombiniert und einer elektrischen Ladung ausgesetzt, produzieren sie räumlich invertierte Tetrionen. Und zwar eine Menge davon. Das ist der Grund, warum die Herolde hier sind, um ein Schlupfloch in unseren Raum zu schaffen, in dem die Solanae überleben können. Von hier aus werden sie expandieren. Und was gut für die Solanae ist ziemlich schlecht für uns. Klingt, als ob wir gerade rechtzeitig gekommen sind. The Heralds have set up a security beacon at the entrance to this system. We'll need to disable it before we can attempt to slip through this asteroid field. Die Herolder haben eine Sicherheitsbarke beim Eingang dieses Systems aufgestellt. Wir müssen sie deaktivieren, bevor wir versuchen können, durch dieses Asteroidenfeld zu fliegen. Setze einen Kurs zum Sicherheitsperimeter, Satellit, bla, Gedöns, Club. Das muss das blaue Dings da vor mir sein. Mal tarnen. Oh. Also, Waffen sind aufgerüstet worden, sind jetzt MK14. Ich weiß nicht, ob ich euch das neulich schon mal zeigen konnte. Und ja, gut, da haben wir jetzt nicht die Zeit dazu. Auf jeden Fall, meine Schiffe, die wurden allesamt ein bisschen verbessert. So, und jetzt müsste es hier eigentlich gleich irgendwas zum Interagieren geben. Und vielleicht Okay, seitlich Kurs. Your mission, should you choose to accept it, is to take down this security grid. We only have a limited amount of time before a patrol comes by and finds us. Okay, Admiral Westin, Ihre Mission sollten Sie sich dafür entscheiden, sie anzunehmen, besteht darin, dieses Sicherheitsnetz auszuschalten. Wir haben nur begrenzte Zeit, bis eine Patrouille vorbeikommt und uns denkt, wie können wir helfen, Westin? I need help inputting the proper subspace frequencies as I use my deflector dish to cycle through the possibilities. You'll need to match the alpha, beta, and gamma bands. With my subroutine scrambler, that should be enough to break through their security. Ich brauche Hilfe, um die korrekten Subraumfrequenzen einzugeben, während ich mein Deflektorschilder dazu verwende, alle Frequenzen durchzugehen. Admiral, Sie müssen die Alpha, Beta und Gamma Bänder anpassen, damit ich eine Lücke in den Sicherheitsfeldern schaffen kann. Hä? Alpha, Beta und Gamma Bänder anpassen? Was? Ja, passen Sie. Gut, wird sich schon lösen. Passen Sie die Subraumfrequenzen alle 3 Bandbreiten an. Erfassen Sie die Frequenzen. Wenn eine Frequenz die richtige Bandbreite besitzt, wird sie grün angezeigt. Klicken Sie darauf, um sie festzulegen. Hoppala, nein. Weit. Nein, nein. Nein, nein, fahren Sie fort. Oh. Beta rekalibrieren. Abgeschlossen. Das kleines Reaktionsspielchen, ha? Jetzt hat's aber geklappt. War gar nicht so schwierig. Beta rekalibrieren. Führe Rekalibrierungsbefehl Beta aus. Abgeschlossen. Gamma gedingsen. Abgeschlossen und fort. Mist. Ah, da war ich zu langsam. Schon wieder zu langsam. Heute ist übrigens der 2.1.2016, 18:28 Uhr, Neujahr, also die erste Aufnahme, die ich dieses Jahr mache. Ah, das geht's doch nicht. Ich muss ruhiger werden. Keine Hektik, dann dauert's nur länger.
Und zack, das müsste es gewesen sein, oder? Überbrückung ausführen. We've done it. Hurry. The security perimeter won't stay down for long. Wir haben es geschafft, schnell. Der Sicherheitsperimeter ist nur für kurze Zeit deaktiviert, dann sollten wir uns am besten in Bewegung setzen. Okay, here's the good news. The topoline and the planetary debris will hide us from the Herald sensors. Now keep the larger deposits between your ship and the Iconian station. If you stray too far off the path, they'll find us. So keep moving and stay in formation. If you encounter any patrols, take them out as quickly as you can. We need to get in position before the Heralds know we're here. Jo, das übernehme ich mal in der nächsten Folge. Sagt, ich habe jetzt irgendwie hat mein Wecker, ich habe das Bimmeln nicht gehört oder ignoriert. Auf jeden Fall die Zeit ist schon ein bisschen länger, fürchte ich. Hier mache ich mal eine neue Aufnahme auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.